Wir backen heute einen Pink Velvet Cake im süßen Hello Kitty Style. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Für den Teig werden als erstes neutrales Pflanzenöl, Zucker, Vanillezucker und weiche Butter verrührt, bis eine cremige und fast weiße Masse entstanden ist. Dann kommen Eier dazu und werden so lange untergerührt, bis eine puddingähnliche Konsistenz erreicht ist. Anschließend wird Buttermilch mit Zitronensaft und backfester pinker Lebensmittelfarbe verrührt. Die Säure in der Buttermilch und im Zitronensaft reagiert beim Backen mit dem Backpulver und dem Natron. Das gibt dem Kuchen später die typisch samtige Konsistenz. Dann geht's mit den trockenen Zutaten weiter. Das Mehl wird mit Backpulver, Natron und Salz zu der Buttereimasse gesiebt. Zusammen mit der eingefärbten Buttermilch wird das Ganze so kurz wie möglich verrührt und in die vorbereitete Backform gefüllt. Wir haben eine passende Hello Kitty Backform verwendet, die wir mit Öl eingefettet und mit Paniermehl eingestäubt haben. Alle Infos zu den verwendeten Materialien und Produkten stehen auch nochmal in der Infobox und im Rezept. Anstatt einer Hello Kitty Form könntet ihr auch eine Springform verwenden und den Kuchen später mit einer Hello Kitty Schablone zurechtschneiden. Im vorgeheizten Backofen wird der Kuchen anschließend bei 165 Grad Ober-Unterhitze 50 bis 60 Minuten gebacken. Nach dem Backen sieht er dann so aus und muss erstmal gut abkühlen, bevor es weitergeht. Ob der Kuchen durchgebacken ist, könnt ihr mit der Stäbchenprobe testen. Bleibt kein Teig mehr hängen, ist er fertig. Wenn der Kuchen abgekühlt ist, geht's mit der Himbeerbuttercreme weiter. Für das Aroma verwenden wir gefriergetrocknete Himbeeren, die wir mit etwas Puderzucker in einem Mixer zu einem feinen Pulver gemahlen haben. Für die Creme wird zimmerwarme Butter mit Salz und dem Himbeerpulver 2 Minuten aufgeschlagen. Nach dieser Zeit kommt noch gesiebter Puderzucker dazu. Wenn das geschafft ist, geht's mit der Deko weiter. Der Kuchen wird vorsichtig gestürzt und gleichmäßig mit der Himbeercreme eingestrichen. Anschließend wird weißer Zuckerteig ausgerollt und der Kuchen damit eingedeckt. Und dann sind Nase, Augen, Schleife und Schnurrhaare dran. Dazu könnt ihr den eingefärbten Zuckerteig einfach in die Form drücken und anschließend zurechtschneiden. Damit nichts kleben bleibt, sollte die Form leicht mit Puderzucker eingestäubt werden.
Und mit Zuckerkleber könnt ihr anschließend alles auf dem Kuchen fixieren. Den fertigen Kuchen könnt ihr auf einer normalen Tortenplatte servieren oder wie wir auf einem Cakeboard. Das haben wir einfach mit pinkem Zuckerteig überzogen und den Rand mit rosa Schleifenband kaschiert. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wenn ihr die Rezepte ausprobiert, würden wir uns riesig über Bilder auf Facebook freuen. Falls ihr genug vom amerikanischen Essen habt, geht es rechts oben zu unserem zweiten YouTube-Kanal Kochkino. Für alle, die mit mobilen Geräten zusehen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox.